Meine Freundin ist eine Psychopathin und sie ruiniert mein Leben. Ich habe sie auf einer Party kennengelernt, die mein Freund Matt letztes Jahr organisiert hat. Obwohl die Party groß war und viele Leute da waren, stach sie sofort aus der Menge heraus. Rote Haare, blaue Augen, volle Lippen, eine kurvige Figur. Sie war auf eine unerklärliche, überirdische Art faszinierend. Ich konnte meinen Blick nicht von ihr abwenden und schon bald bemerkte sie meine gierigen Blicke und erwiderte sie. Damals hätte ich nie daran gedacht, sie anzusprechen. Bei ihrem Aussehen hatte sie natürlich viele Verehrer um sich herum, doch sie schien von jedem Einzelnen eher gelangweilt zu sein. Deshalb war ich umso überraschter, als ich mir gerade ein Bier holte und mich umdrehte und sie direkt vor mir stand. Ich war so erschrocken, dass ich das Bier beinahe über mich verschüttet hätte. »Hi«, sagte sie mit einem neugierigen Lächeln, ohne auf meine Tollpatschigkeit einzugehen. »Hi zurück«, erwiderte ich und versuchte nicht auf ihren Ausschnitt zu starren. »Bist du ein Freund von Matt? Ich habe dich noch nie gesehen.« »Bin ich. Ich heiße Jake.« »Maria«, antwortete sie und wir gaben uns die Hand. Damals konnte ich nur denken, was zur Hölle stimmt nicht mit ihr, dass sie mich anspricht. Ausgerechnet mich. Bei all den anderen Leuten auf der Party. »Was willst du trinken?« Ich deutete auf die reich gedeckte Getränketafel. »Nein, ich trinke keinen Alkohol, aber ich nehme die Coke Zero da«, sagte sie fröhlich, beugte sich dabei unnatürlich weit nach vorn, um die Dose zu erreichen, was ihre Oberweite in dieser Haltung noch stärker zur Geltung brachte. Ich fragte mich in diesem Moment, ob sie das absichtlich machte, um mich zu reizen, oder ob sie völlig ahnungslos war, welches Bild sie dabei abgab. Mein Tipp war ersteres. Und das gab mir den Mut, das Gespräch mit ihr fortzusetzen. »Und du? Woher kennst du Matt?« fragte ich, während mein Gehirn verzweifelt versuchte, ein paar charmante Sätze zu formulieren, aber nur banale Fragen hervorbrachte. »Wir waren als Kinder Nachbarn und haben fast jeden Tag im Sommer zusammen gespielt. Irgendwie haben wir über all die Jahre den Kontakt gehalten. So unwahrscheinlich das auch klingt.« »Wow, ich kann nicht glauben, dass er in all den Jahren nie von dir erzählt hat.« Ich versuchte mutiger zu klingen. Das Bier übernahm langsam die Kontrolle. Matt und ich hatten früher viel Zeit miteinander verbracht, aber von Maria hatte er mir nie etwas erzählt. Andererseits hatte er auch viele Freunde und wir sprachen nicht ständig über alle Leute, die er kannte. Sie lächelte und nahm einen Schluck von ihrer Cola, ohne den Augenkontakt zu verlieren. Plötzlich begann ein neues Lied zu spielen und Maria riss mit einem breiten Grinsen die Augen auf. »Ich liebe dieses Lied. Willst du tanzen?« Sie zwinkerte und deutete mit dem Kopf, dass ich ihr folgen sollte. Mein Testosteron war ohnehin schon durch ihre Nähe völlig außer Kontrolle geraten. Ich musste nicht zweimal gefragt werden. Ich nahm sie bei der Hand und zog sie mitten in die Menge zu den anderen angetrunkenen Gästen. Maria und ich tanzten stundenlang, was viel über mich aussagt, denn eigentlich hasse ich Tanzen. In meinem betrunkenen Zustand sah ich sogar noch, wie Matt mir einen seltsamen Blick zuwarf, als er uns beide auf der Tanzfläche bemerkte. Später wurde es heißer zwischen uns. Wir beide begannen uns leidenschaftlich zu küssen und auf der Tanzfläche eng aneinander zu reiben. Ich trank dabei weiter und wie immer, wenn ich über mein Limit trinke, verlor ich irgendwann das Bewusstsein. Ich wachte am nächsten Morgen mit einem dröhnenden Schädel auf. Das Sonnenlicht, das durch das Fenster fiel, blendete mich. Ich stöhnte, öffnete mühsam die Augen und sah mich um. Ich war in meinem Schlafzimmer. Auf dem Nachttisch lag ein Zettel, mit fast perfekter Handschrift geschrieben. Darauf stand: »Bis bald, Maria.« Darunter war ein Lippenabdruck in Lippenform. Ich drehte den Zettel um, in der Hoffnung, eine Telefonnummer oder irgendeine Möglichkeit zu finden, sie zu kontaktieren. Aber da war nichts. Ich fluchte laut, weil ich mich an nichts von der vorigen Nacht mit Maria erinnern konnte. Und weil ich keine Möglichkeit hatte, sie wiederzufinden. Aber in dem Moment war mein dröhnender Kopf mein größtes Problem. Ich verbrachte den Großteil des Tages im Bett und gegen 16 Uhr erhielt ich einen Anruf von einer unbekannten Nummer. »Hallo?« Ich nahm an, es sei ein Anruf von einer Versicherung oder einem Werbedienst. »Hey Jake!« Eine verspielte Frauenstimme erklang am anderen Ende der Leitung. Hi? Ich versuchte meine Verwirrung zu verbergen. »Hier ist Maria.«
Erinnerst du dich an mich? Fragte sie erneut spielerisch. Hi Maria, natürlich erinnere ich mich an dich. Wie war die Party für dich? Die Party war okay, aber die Afterparty war fantastisch. Sie kicherte. Ich lachte verlegen. Sag mal, hat Matt dir meine Nummer gegeben? Fragte ich. Oh nein, ich habe sie mir selbst geholt. Während du geschlafen hast, habe ich mit deinem Handy meine Nummer angerufen. Ach so. Okay. Ich wünschte, ich hätte sagen können, dass mir das komisch vorkam, aber der Teil in mir, der auf Maria stand, ignorierte diese gruselige Tatsache einfach. Im Gegenteil. Ich war sogar froh, dass sie sich meldete. Hey, Jake, willst du heute Abend mit mir ausgehen? Fragte sie. Heute Abend? Fragte ich überrascht, aber es war eine angenehme Überraschung. Ja, wie wär's mit einem ruhigeren Ort heute? Boss Café, 20 Uhr? Klingt gut. Soll ich dich irgendwo abholen oder... Nein, ist okay. Bis bald, Jackie. Ich kann's kaum erwarten. Ich zog mich noch schicker an als gestern und trug teures Parfum auf, als Ausgleich zu meinem betrunkenen Auftritt auf der Party. Maria saß schon an einem Tisch im Restaurant und sah noch atemberaubender aus als am Vorabend. Sie trug ein enges, elegantes rotes Kleid, das perfekt zu ihren Haaren passte und ihre Kurven betonte. Sofort stieg meine Körpertemperatur und das lag nicht an der Hitze im Restaurant. Sie und ich verstanden uns von Anfang an ziemlich gut und nach nur ein paar Minuten Gespräch wurde mir klar, dass sie nicht nur ein hübsches Gesicht und ein heißer Körper war, sondern auch ein Quell an Wissen mit Intellekt, der manchen Gelehrten in den Schatten stellen könnte. Ehrlich gesagt fing ich langsam an, mich eingeschüchtert zu fühlen. Sie war Psychologin an einer Highschool, plante ihr eigenes Unternehmen zu gründen und malte in ihrer Freizeit, nahm an Buchclub-Treffen teil und besuchte 2-mal die Woche Schauspielunterricht. Und dann war da ich, ein halb ambitionierter Buchhalter, dessen einziges Ziel es war, den Freitag zu erreichen, um endlich wieder trinken zu gehen. Sie schien sich aber nicht an meinem Mangel an Hobbys zu stören und war aufrichtig interessiert an allem, was ich sagte, hing freudig an jedem meiner Worte. Nach dem Essen gingen wir zu mir nach Hause und als es dann zur Sache gehen sollte, stoppte sie mich. Sie wirkte ernsthaft besorgt, also fragte ich sie, was los sei. Sie sagte, sie sei nicht der Typ Frau, der einfach mit jedem ins Bett springt, aber sie möge mich wirklich und wolle etwas Ernstes mit mir versuchen. Der Großteil meiner Denkleistung war zu diesem Zeitpunkt bereits durch den Anblick ihrer entblößten Brüste lahmgelegt, aber ich setzte die verbleibenden Gehirnkapazitäten ein, um ihr zu sagen, dass ich verstehe, was sie meint und dass ich das genauso sehe. Sie wirkte erleichtert und wir gingen gemeinsam ins Schlafzimmer. Glücklicherweise erinnerte ich mich diesmal an jedes einzelne Detail. Danach waren wir offiziell ein Paar und eine Weile lief alles richtig gut. Wir sahen uns jeden Tag und oft übernachtete sie bei mir. Ehrlich gesagt fing ich an zu glauben, dass sie die eine sein könnte und malte mir unsere gemeinsame Zukunft aus, obwohl wir erst seit ein paar Monaten zusammen waren. Und dann änderte sich alles. Wir waren auf einem Date im Boss-Café und sie erzählte mir von ihrem Tag. Ich hörte aufmerksam zu und stimmte ihr zu, dass das 15-jährige Mädchen aus ihrer Schule, von dem sie erzählte, ziemlich verwöhnt war. Mein Handy vibrierte und ich entsperrte es. Oh Mist, ich habe vergessen, dass ich mich später noch mit Frederika treffen wollte, sagte ich. Wer? Fragte Maria, während sie einen Schluck Kaffee nahm. Meine Freundin Frederika. Wir hatten uns vorgenommen, uns diese Woche wieder mal zu sehen. Wie bitte? Marias Gesicht verzog sich zu einer wütenden Grimasse. Ich hatte sie noch nie so schauend sehen und wusste sofort, dass es nichts Gutes bedeutete. Ja, also Frederika und ich kennen uns seit über 10 Jahren. Na und? Wenn man in einer Beziehung ist, hat man keine Freundinnen mehr, Jake. Ich habe auch keine männlichen Freunde. Was? Komm schon. Frederika ist wie eine Schwester für mich. Und du triffst sie doch auch mit Matt, oder? Nein, tue ich nicht. Ich habe ihn blockiert, auf allen sozialen Medien, als wir zusammengekommen sind. Männer und Frauen können keine nur Freunde sein. Es besteht immer die Möglichkeit, dass da mehr draus wird. Willst du mich verarschen? Schau,
Ich verbiete dir doch auch nicht, dich mit Männern zu treffen. Es ist vollkommen normal, auch Freunde des anderen Geschlechts zu haben, solange es wirklich nur Freundschaft ist, Da bin ich anderer Meinung. sagte sie, die Arme verschränkt, voller Wut. Es tut mir leid, Jake, aber du musst dich entscheiden. Sie oder ich? Maria, bitte, sei nicht so. Frederika ist nur eine Freundin. Ich werde doch nicht eine Freundin, die ich seit 10 Jahren kenne, für jemanden aufgeben, den ich erst seit ein paar Monaten kenne. Also bitte, zwing mich nicht, mich zu entscheiden. Wenn du sie nicht aus deinem Leben streichst, dann will ich immer dabei sein, wenn ihr euch trefft. Nein, sage ich mit fester Stimme. Du willst sie kennenlernen, klar, aber ich kann dich nicht jedes Mal mitnehmen, wenn... Bevor ich meinen Satz beenden konnte, stand Maria auf und warf mir den Kaffee ins Gesicht. Die Gäste des Restaurants starrten uns entsetzt an, während Maria mit wütenden Schritten hinausstürmte. Ich versuchte mit einer Serviette mein Gesicht und mein Hemd zu trocknen und so zu tun, als sei alles in Ordnung. Ich bat den Kellner, der sich das Lachen kaum verkneifen konnte, um die Rechnung, bezahlte und verließ das Café. Ich würde dort wohl nicht mehr so schnell wieder hingehen. Eine Stunde später war ich bei Frederika zu Hause. Wir quatschten, redeten über alte Zeiten, als mein Handy vibrierte. Ich entsperrte es und sah, dass ich eine Nachricht von Maria bekommen hatte. Wie kannst du nur so egoistisch sein? Ich antwortete, es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe, aber versuch doch bitte auch meine Sicht zu verstehen. Wir reden später darüber, okay? Ich unterhielt mich weiter mit Frederika, als mein Handy erneut vibrierte. Wieder Maria. Nein, werden wir nicht. Ich werde meine Meinung dazu nicht ändern. Alles okay? Fragte Frederika, die wohl mein frustriertes Gesicht bemerkt hatte. Ja, alles gut, sagte ich, stellte die Vibration aus und steckte mein Handy in die Tasche. Ich versuchte den Streit mit Maria aus meinem Kopf zu verdrängen und die Zeit mit Frederika zu genießen, aber sie merkte, dass ich angespannt war, also verabredeten wir uns für ein anderes Mal. Als ich zu Hause ankam, nahm ich mein Handy wieder raus und rief laut, was zur Hölle? Ich hatte unzählige Benachrichtigungen auf meinem Handy, verpasste Anrufe und Nachrichten auf jeder Social-Media-Plattform, auf der ich aktiv war. Alle kamen von Maria. Ich scrollte fassungslos durch die Nachrichten und es kamen ständig neue dazu. Zuerst waren sie anklagend. Du verdammtes Arschloch. Ich kann nicht glauben, wie grausam du bist. Wetten, du fickst sie gerade, oder? Dann kamen die Mitleidstour-Nachrichten. Ich weine gerade. Ich nehme einfach meine Schlaftabletten, um dich zu vergessen. Ich kann nicht fassen, dass du mir das antust. Dann wechselte sie ins Rechtfertigende. Ich liebe dich einfach zu sehr. Ich will dich nur beschützen. Ich habe solche Angst, dich zu verlieren. Zwischendurch standen immer wieder Zeilen wie Hallo? Bist du da? gefolgt von Ausbrüchen. Da machte es Klick in meinem Kopf. Ich wusste sofort, das hier wird nicht funktionieren. Das war ein zu großes Problem, um es einfach unter den Teppich zu kehren. Ich hasste es, es auf diese Weise tun zu müssen, aber ich schrieb ihr eine Nachricht. Ich denke, wir sollten Schluss machen. Sie rief mich sofort an, mit zitternder Stimme, und fragte mich, warum. Ich erklärte es ihr, und sie fing an zu weinen, flehte mich an, sie nicht zu verlassen, versprach sich zu ändern und mich sogar mit Frederika befreundet sein zu lassen. Ich sagte ihr, dass es nicht funktionieren würde, und da begann sie, mir ein schlechtes Gewissen einzureden, sagte, dass sie mich liebt und sich umbringen würde, wenn ich sie verlasse. Als ich ihr sagte, dass solche Drohungen bei mir nicht ziehen, wurde sie aggressiv. Der letzte Satz, den sie ins Telefon schrie, bevor sie auflegte, war: Du wirst es bereuen, mich verlassen zu haben, du Bastard. Ich werde dein Leben zur Hölle machen. Du wirst mich auf Knien anflehen, dass ich dich zurücknehme. Es war einer der surrealsten Erfahrungen, die ich je innerhalb von 4 Stunden gemacht hatte. Und obwohl ich sie wirklich mochte, konnte ich über so etwas nicht hinwegsehen. Ihr Verhalten erinnerte mich an diese Beiträge, die ich früher online gesehen hatte, über diese peinlichen, übergewichtigen Typen mit Fedoras, die Frauen nachstellten und ununterbrochen deren Posteingänge bombardierten. Wenn Maria schon so psychotisch auf einen Besuch bei einer langjährigen Freundin reagierte, wollte ich mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn wir zusammenziehen oder heiraten würden.
Ich vermutete, dass sie zu den Leuten gehörte, die ihre Ex-Partner stalken. Also blockierte ich sie vorsorglich auf allen sozialen Medien. Sicher ist sicher. Erstmal lief alles gut und ich lernte sogar eine andere Frau kennen. Eine Freundin von Friederika. Wir gingen auf ein Date und anfangs war alles in Ordnung. Sie war total interessiert an mir und wir planten schon unsere nächsten Treffen. Als sie meinte, sie wolle mich auf Facebook hinzufügen, um einfacher mit mir zu schreiben. Ich nannte ihr meinen Namen und während wir auf unser Essen warteten, schaute sie sich mein Profil ein wenig an. Sie lachte noch über meine Essensfotos und Trainingsvideos, bis ihr Lächeln plötzlich verschwand und ihr Gesichtsausdruck wirkte, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. Ich fragte, ob alles in Ordnung sei, und sie brachte nur ein schwaches heraus, mit einem deutlich erzwungenen Lächeln. Von da an wich sie meinen Blicken aus und zeigte keinerlei Interesse mehr am Gespräch. Nach etwa 20 Minuten sagte sie, dass ihr gerade etwas eingefallen sei, das sie erledigen müsse und dass sie sich melden würde. Verwirrt, mehr als enttäuscht, kam mir der Verdacht, dass sie auf meinem Profil etwas gesehen hatte, das ihr missfiel. Und noch bevor ich diesen Gedanken zu Ende denken konnte, klingelte mein Handy. Es war meine Mutter. »Hallo?« fragte ich. Jake! Sie klang aufgebracht, was mich sofort alarmierte. Was ist das für ein Bild, das du auf Facebook gepostet hast? Tante Amy musste das sehen. Was hast du dir dabei gedacht? Ich war natürlich vollkommen verwirrt, denn ich hatte keine Ahnung, von welchem Video sie sprach. Ich loggte mich sofort ein, um zu sehen, was da los war. Und ja, da war einiges zu sehen. Die neuesten Beiträge waren ganz normal, aber etwas weiter unten entdeckte ich merkwürdige Links, Videos und Bilder, darunter Furry-Pornos und sexuelle Zeichnungen, die ich gar nicht erst beschreiben will. Es gab sogar einen Beitrag, in dem ich angeblich rassistische und homophobe Dinge gepostet hatte. Das Seltsame war, dass zu jedem geteilten Link ein Kommentar von mir dabei war, der verdächtig authentisch klang, mit typischen Emojis, die ich verwende, und Formulierungen, die ich tatsächlich benutzen würde. Das machte es für andere nur umso glaubwürdiger, dass ich das selbst geschrieben hatte und nicht, dass ich gehackt worden war. Noch seltsamer war, dass einige dieser Posts Likes und Kommentare hatten, aber ich hatte nie Benachrichtigungen bekommen. Bei genauerem Hinsehen merkte ich, dass die Benachrichtigungen deaktiviert worden waren. Ich postete sofort eine öffentliche Entschuldigung, erklärte, dass ich gehackt worden sei und entschuldigte mich bei allen, die diesen Schund sehen mussten. Der Schaden war jedoch bereits angerichtet und viele Leute hatten mich bereits aus ihrer Freundesliste geworfen. Ich dachte daran, mein Facebook zu löschen, aber vor so einem Desaster einfach abzutauchen, würde mich nur noch schuldiger aussehen lassen. 2 Tage später rief mich mein Chef in sein Büro. Ich hatte zu dieser Zeit mit einer Beförderung gerechnet und alle im Büro wussten, dass ich der Top-Kandidat war. Selbst mein Chef hatte schon angedeutet, dass ich die Stelle bekommen würde. Es war quasi ein offenes Geheimnis. »Wie geht's dir, Mike?« fragte ich, als ich reinkam und mich vor seinem Schreibtisch setzte. Michael starrte mit ernster Miene auf seinen Bildschirm. Er klickte wütend herum, während ich schweigend dasaß und das Gefühl hatte, er würde mich innerlich bereits verurteilen. »Jake«, sagte er schließlich, drehte sich zu mir um und verschränkte die Finger. »du warst bisher eine echte Bereicherung für das Unternehmen. Er starrte auf seine Hände und spielte nervös mit den Fingern. Du warst der perfekte Mann für die Beförderung.« »Warst?«, dachte ich sofort, während mir der Schweiß ausbrach. Mike sah mich an wie ein enttäuschter Vater. Dann sagte er: »Deshalb verstehe ich nicht, warum du so etwas getan hast. Warum sich mit ein paar Kröten zufrieden geben, wenn du hättest groß rauskommen können?« »Mike, worüber redest du? Was ist los?«, fragte ich. Mike öffnete eine Schublade und holte einen Stapel Papiere heraus. Er warf sie auf den Tisch und sagte: »Der Kunde, mit dem du am letzten Projekt gearbeitet hast, hat uns kontaktiert und erzählt, dass du ihm sensible Informationen gegen Bezahlung angeboten hast.« Meine Augen weiteten sich. Mein Herz schlug wie wild. Die Papiere zeigten Screenshots meines angeblichen Geheimchats mit dem Kunden, in dem ich ihn eindeutig anbot, Informationen zu verkaufen. Dazu gab es Beweise, dass die Mails aus dem Büro und von meinem Computer gesendet wurden. »Was ist das? Mike, ich würde so etwas niemals tun. Gib mir wenigstens die Chance, das zu erklären«, fing ich an, bevor Mike mich unterbrach. »Jake, mach's dir nicht noch schwerer. Du kannst entweder mit Abfindung gehen oder ohne.
Und selbst das hat mich einiges an Überzeugungsarbeit bei den höheren Stellen gekostet. Du hast Glück, dass sie keine Anklage erheben. Die Entscheidung war klar und es hatte keinen Sinn zu streiten. Die Beweise waren zu stark gegen mich. Ich akzeptierte Mikes Bedingungen und noch am selben Tag verließ ich das Büro, begleitet von verächtlichen Blicken und tuschelnden Kollegen. Ich wünschte, dort hätte alles geendet. Doch als ich nach Hause kam, erwartete mich noch eine größere Überraschung. Ich öffnete meine Wohnungstür und fand alles verwüstet vor. Möbel waren zerfetzt, die Füllung überall verteilt, Geschirr lag zerbrochen auf dem Boden, der Fernseher war umgestürzt, es sah aus wie nach einem Erdbeben. Ich rief sofort die Polizei, die auch nur wenige Minuten später eintraf. Nach einer kurzen Durchsuchung stellte sich heraus, dass nichts Wertvolles fehlte und es gab keine Spuren eines Einbruches. »Haben Sie eine Ahnung, wer so etwas getan haben könnte?« fragte einer der Beamten. Ich überlegte kurz und der Gedanke kam mir, dass Maria verantwortlich sein könnte. Zwar hatte ich keinen eindeutigen Beweis, dass sie zu solchen Extremen fähig wäre, aber nach allem, was passiert war, ergab es durchaus Sinn. Sie hatte geschworen, mein Leben zur Hölle zu machen, und die letzten Tage waren eine ununterbrochene Kette von Katastrophen. Ich war gerade dabei, dem Polizisten ihren Namen als mögliche Verdächtige zu nennen, als der andere Beamte aus dem Badezimmer zurückkam. »Dreh dich um und nimm die Hände hinter den Kopf«, sagte er. »Was? Was ist los?« fragte ich. Der Polizist hob ein kleines, durchsichtiges Tütchen mit grünem Knöllchen auf Augenhöhe. »Sie sind wegen Marihuana-Besitzes verhaftet«, sagte er. »Was? Moment, das gehört mir nicht. Ich habe nicht...« »Machen Sie es sich nicht noch schwerer, Sir. Wir können das auf 2 Arten machen. Sie wollen nicht auch noch wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt werden.« Ich gehorchte. Mein Kopf arbeitete auf Hochtouren. Als sie mich aus meiner Wohnung abführten, fiel mein Blick auf einen kleinen Zettel vor der Eingangstür. Ein Zettel mit einem nur allzu vertrauten Lippenabdruck darauf. Das konnte einfach nicht wahr sein, redete ich mir ein, während ich hinten im Streifenwagen saß und zur Polizeistation gebracht wurde. Eine Woche verging, bis ich eine Anhörung hatte und gegen eine Kaution von $3.000 freikam. Es wäre nur eine Ordnungswidrigkeit gewesen, aber die Menge des gefundenen Marihuanas überstieg knapp die erlaubte Grenze. Ich war mir sicher, dass die Person, die mich reingelegt hatte, das ganz genau kalkuliert hatte. Zu der Zeit hatte ich das Geld nicht, also rief ich Matt an, um ihn um Hilfe zu bitten. Es tat mir leid, ihn auf diese Weise zu kontaktieren. Wir hatten seit der Party nur einmal kurz gesprochen, aber er war mehr als bereit, mir zu helfen. Als er mich schließlich abholte, schüttelte er den Kopf, aber lächelte dabei. »Alter, machst du jetzt Party ohne mich? Warum hast du dein Zeug nicht besser versteckt?« fragte er. »Das war nicht meins«, sagte ich. Matt lachte. Ja, unschuldiger Mann, ich verstehe schon. Ich habe übrigens auch gerade was bei mir«, er zwinkerte. »Ich meine es ernst, Matt. Maria hat mich reingelegt.« »Wer?« »Deine Freundin Maria, die, mit der ich auf der Party etwas hatte und die ich 1 Monat lang gedatet habe?« Matt runzelte die Stirn, bevor er mit den Fingern schnippte und sagte: »Ach ja, die Rothaarige, die war heiß, Mann. Schade, dass es bei euch nicht geklappt hat. Hey, würdest du mir ihre Nummer geben? Ich könnte versuchen, sie rumzukriegen. Ich meine, seid ihr durch, oder?« Ich starrte Matt fassungslos an. Irgendwas stimmte hier ganz und gar nicht. Ich sagte: »Matt, sie sagte, dass sie deine Jugendfreundin ist.« Matt schüttelte den Kopf. »Nö, ich dachte, sie wäre deine Freundin, Mann.« Mein Kopf drehte sich erneut. Wer zur Hölle war dieses Mädchen? Und was wollte sie von mir? Wie zur Hölle hatte sie es geschafft, sich auf die Party zu schleichen, ohne dass es jemand bemerkte? Gerade mit ihrem auffälligen Aussehen. Ich dankte Matt für alles und versprach ihm, das Geld zurückzuzahlen, sobald ich konnte. Zu Hause angekommen, entsperrte ich Marias Nummer und schrieb ihr: »Bist du jetzt endlich fertig, du verdammte Psychopathin? Du hast mich vor Freunden und Familie blamiert, meinen Job ruiniert, mich verhaften lassen und meine Wohnung verwüstet. Lass mich verdammt nochmal in Ruhe, du Schlampe.« Es fühlte sich so gut an, diese Nachricht zu schicken, auch wenn ich ihr das lieber ins Gesicht gesagt hätte. Ihre Antwort kam wenige Minuten später und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass sie mir keine Angst gemacht hätte. Ich verbrachte die nächsten 2 Tage damit, meine Wohnung aufzuräumen und nach einem neuen Job zu suchen. Es war unausweichlich, dass ich umziehen musste, besonders jetzt, wo ich arbeitslos war.
Also machte ich mir nicht allzu viele Sorgen, dass Maria mich finden würde. An einem Tag in der Woche ging ich spazieren, um den Kopf frei zu bekommen. Es war ein schöner Tag und der Park war ruhig. Mit Menschen, die ihre Hunde ausführten oder mit ihren Kindern spazieren gingen. Ich setzte mich auf eine Bank, schloss die Augen und genoss die frische Brise und die Stille. Hi, Jakey. Hörte ich eine allzu vertraute Stimme zu meiner Linken. Ich riss den Kopf herum und da stand sie, direkt vor mir, mit einem breiten Lächeln im Gesicht. »Maria«, sagte ich und stand auf. Mein Herz begann schneller zu schlagen. »Was zum Teufel willst du von mir? Was willst du?« Nichts. Ich war nur zufällig hier und wollte Hallo sagen. Naja, wir sehen uns, sagte sie ganz gelassen, winkte mit den Fingern und drehte sich um. Das machte mich wütend. Sie zerstörte einfach mein Leben und tut dann so, als wäre alles in Ordnung. Ich stand auf und packte sie wütend am Handgelenk. »Du gehst nirgendwo hin, du Schlampe!« Sie drehte sich zu mir um und warf mir einen verdächtig verführerischen Blick zu, bevor sie sagte: Vorsicht, Jake, Vorsicht. Hier sind Leute und du willst doch nicht, dass der Richter ein Video bekommt, auf dem du gegen deine einstweilige Verfügung verstößt, oder? Ihre Augen weiteten sich, ihr Lächeln verschwand. Sie zeigte eine Angst, die fast echt wirkte. Sie versuchte sich loszureißen und schrie. Lass mich los! Bitte, tu mir nichts! Ich ließ sie sofort los, als hätte ich mich verbrannt. Die Leute in der Nähe warfen uns verwirrte Blicke zu. Einige griffen bereits zu ihren Handys. Einstweilige Verfügung, wovon redest du? Fragte ich und trat einen Schritt zurück. Sie lächelte wieder, was in mir den Wunsch auslöste, sie zu erwürgen. Der Richter war so kooperativ. Als ich mit Tränen in den Augen kam und ihm all deine bedrohlichen Nachrichten zeigte, hat er sofort Mitleid gehabt. Sie kicherte und spielte mit ihren Haaren, bevor sie sagte: Du hast noch eine Chance, es wieder gut zu machen. Trotz allem, was du mir angetan hast, liebe ich dich noch, Jake. Ich bin bereit, dich zurückzunehmen. »Du bist doch völlig irre«, sagte ich und drehte mich um. Stopp, Jake! Sagte sie so scharf, dass ich mich instinktiv wieder umdrehte. Dann sagte sie: Du willst nicht gehen, glaub mir. Denn wenn du es tust, wirst du wegen Vergewaltigung angeklagt. Ich wollte etwas erwidern, aber kein Wort kam über meine Lippen. Sie fuhr fort: Wenn ich zum Richter gehe und ihm sage, dass du mich vergewaltigt hast, glaubst du, er wird mir glauben? Sie schürzte die Lippen und starrte mich an. Und was, wenn sie plötzlich Beweise für meine Vergewaltigung finden? Sagen wir, eine äußerliche Verletzung im Intimbereich oder deine DNA. Was glaubst du, was dann passiert? Ich öffnete den Mund, vollkommen sprachlos. Ich konnte nicht beschreiben, was ich in diesem Moment fühlte. Es war eine Mischung aus Angst und Wut. Ich hatte das Gefühl, ich könnte Marias Kopf immer und immer wieder auf den Boden schlagen, bis von ihr nur noch blutiger Brei übrig bliebe. Aber sie hatte mich fest in der Hand. Sie trat einen Schritt näher, legte ihre Hand auf meine Wange. Jakey, ich habe dir gesagt, dass du mich anflehen wirst, dich zurückzunehmen. Also, auf die Knie und fang an zu betteln. Ich sah mich um, in der Hoffnung, ein vertrautes Gesicht zu finden, das mir helfen konnte. Aber die meisten Leute waren bereits verschwunden. Nur Maria und ich standen noch da. Ab und zu ein vorbeigehender Passant. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass sie bereit war, all das zu tun, was sie gerade gesagt hatte, um ihren Willen zu bekommen. Jakey, lass mich nicht zweimal fragen. Sie verschränkte die Arme. Inzwischen liefen mir die Tränen übers Gesicht, als ich mich langsam auf die Knie sinken ließ und zu Marias strengem Gesicht aufsah. »Vergib mir«, sagte ich. Wie bitte? Ich kann dich nicht hören, sagte sie und beugte sich zu mir, als könnte sie ihr Lachen kaum zurückhalten. »Bitte vergib mir«, Und? fragte sie. Ihr Gesicht war jetzt ganz nah an meinem. Ihre Lippen formten ein hinterlistiges Grinsen. »Bitte vergib mir und nimm mich zurück«,
sagte ich unter Schluchzen. Steh auf. Schau mich an. Schau mich an, Jake, Sagte sie, und ich gehorchte sofort. Liebst du mich? Fragte sie. Ja, sagte ich, senkte meinen Blick, zu beschämt, sie anzusehen. Hey, ich hab nicht gesagt, dass du wegschauen darfst. Ich sah sie wieder an und sie lächelte. Es war dasselbe Lächeln wie in der Nacht, als wir uns kennengelernt hatten. Ein herzergreifendes, trügerisches Lächeln, eine Illusion, die jeden Mann in Marias tödliche Falle locken konnte. Versprichst du, mich immer zu lieben und zu tun, was ich sage? Und nie wieder weibliche Freunde zu haben? Sie legte ihre Arme um meinen Nacken und küsste mich. Dann umarmte sie mich und flüsterte mir ins Ohr. Sch, ist schon gut. Ich verzeihe dir, Jackie. Wir werden so glücklich zusammen sein. Am nächsten Tag traf ich mich auf Marias Wunsch hin mit ihr in unserem Stammcafé. Ich versuchte erst gar nicht, eine Ausrede zu finden oder das Treffen zu vermeiden. Ich wusste, sie würde sowieso einen Weg finden, mich zu erpressen. Als ich ankam, war sie schon da, scrollte auf ihrem Handy. Sie trug ein bauchfreies pinkes Top und eine Jeans. Als sie mich sah, lächelte sie breit und stand auf, um mich zu begrüßen. Sie küsste mich leidenschaftlich und flüsterte: Ich hab dich vermisst, Jackie. Hast du mich auch vermisst? Ja, antwortete ich, wie ein fügsames Tier, zu verängstigt, um zu zögern. Wäre es noch die Anfangszeit unserer Beziehung gewesen, wäre ich überwältigt von ihrer umwerfenden Erscheinung gewesen. Aber jetzt, als ich ihr falsches Lächeln und ihre unehrlichen Augen sah, verspürte ich nur Ekel. Allein der Gedanke, in ihrer Nähe zu sein, geschweige denn intim, drehte mir den Magen um. Aber es musste nach ihren Regeln laufen. Wie war dein Tag, Liebling? Fragte sie. Er war gut. Ich habe eigentlich nichts Besonderes gemacht, sagte ich, während ich mich im Café umschaute und versuchte, den Kellner auf mich aufmerksam zu machen. Willst du mich nicht nach meinem Tag fragen? Sagte sie und tippte mit den Fingernägeln auf den Tisch, wobei jedes Tippen ein dumpfes Geräusch erzeugte. Ich war keine Minute mit ihr zusammen und schon hatte ich es geschafft, sie zu verärgern. Wie zur Hölle sollte ich eine Beziehung mit dieser Psychopathin überleben? Ja, Entschuldigung, wie war dein Tag, Baby? Fragte ich mit einem Lächeln, woraufhin sie das Tippen einstellte. Ach, nur ein ganz normaler Tag in der Schule, weißt du. Ich hatte ein Gespräch mit einem Schüler geplant, aber er ist nicht aufgetaucht. Ich muss ihn unbedingt kontaktieren, um sicherzugehen, dass es ihm gut geht. Ich mache mir wirklich Sorgen um ihn, weil er so niedergeschlagen ist. Sie zog die Augenbrauen in gespielter Sorge zusammen. Du verlogene falsche Schlange, dachte ich nur, während ich nickte und ihr zustimmte. Ich riet ihr sogar, den Schüler erst einmal in Ruhe zu lassen, bis er bereit wäre, über seine Probleme zu sprechen. Normalerweise hätte ich etwas anderes empfohlen, aber aktuell schien depressiv sein deutlich angenehmer, als bei diesem Wahnsinn mitzumachen. Also, suchst du dir schon einen neuen Job? Fragte sie überheblich, während sie einen Schluck Kaffee nahm. Ich starrte sie einen Moment lang verwirrt an, worauf sie ihre Tasse abstellte und sagte: Du weißt schon, weil du deinen alten Job verloren hast? Echt schade. Du hast da wirklich gerne gearbeitet, aber ich glaube daran, dass du den Fehler, den du in deinem alten Job gemacht hast, wieder gut machen wirst. Ich glaube an dich und werde dich bis zum Ende unterstützen, Jackie. Denn das machen gute Freundinnen. Sie lächelte und legte ihre Hand auf meine. Ich erwiderte ihr Lächeln, während ich den Drang unterdrückte, sie anzuschreien. Wir verbrachten weitere 20 qualvolle Minuten mit belanglosem Gerede, als mein Handy auf dem Tisch vibrierte. Ich griff danach, um die Nachricht zu lesen, und bemerkte, wie Maria gierig auf den Bildschirm schielte. Als ich sah, von wem die Nachricht war, begann ich still zu beten, dass sie es nicht gesehen hatte. Doch meine Hoffnung zerschlug sich, als sie wieder das Wort ergriff. Jake, ich dachte, wir hätten das bereits geklärt. Ich sah sie an, sie hatte die Arme verschränkt und runzelte die Stirn. Was meinst du? Fragte ich ahnungslos, schloss die Nachricht und steckte das Handy in meine Tasche. Du weißt ganz genau, was ich meine.
Wir haben vereinbart, dass Freundschaften mit dem anderen Geschlecht für jemanden in einer Beziehung nicht angebracht sind. Und soweit ich weiß, ist Federica ein Mädchen. Maria, bitte. Frederika ist schon seit Jahren eine gute Freundin von mir. Ich kann sie nicht einfach so abschießen. Jake, ich versuche wirklich, dich zu unterstützen. Ehrlich, aber es fällt mir so schwer, wenn du mich ständig so verletzt. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Ihre Stimme begann zu zittern und wurde allmählich lauter. Ich kann das nicht unterstützen, wenn ich die ganze Zeit daran denken muss, wie du mich an diesem Tag für sie verlassen hast. Wie soll ich glauben, dass du das nicht wieder tust? Sie schrie jetzt beinahe. Tränen liefen ihr übers Gesicht, während sich die anderen Gäste irritiert zu uns umsahen. Sie vergrub ihr Gesicht in den Händen und fing an zu schluchzen. Maria, bitte hör auf, Nein, ich werde nicht aufhören. schluchzte sie weiter, bevor sie sich ein wenig beruhigte und mit ruhiger, aber eiskalter Stimme fortfuhr. Wenn du nichts dagegen tust, dann gehen wir eben getrennte Wege, Jake. Aber ich bin mir nicht sicher, wie dein Weg dann aussehen würde. Sie stand auf, nahm ihre Tasche und warf sie über die Schulter. Maria, warte! Ich mache, was du willst, bitte, sagte ich. Sie sah mich zögernd an, wischte sich die Tränen und das verschmierte Make-up vom Gesicht, setzte sich wieder hin und beugte sich über den Tisch. Sie sagte, Ruf sie jetzt an. was? Ruf sie an und sag ihr, dass sie dich nie wieder kontaktieren soll. Maria, Ruf sie an oder ich gehe. Ich schaute mich im Restaurant um und bemerkte, dass viele Leute verstohlene Blicke in unsere Richtung warfen, die Augen jedoch schnell abwandten, wenn sich unsere Blicke trafen. Na? Marias unerbittlicher Blick war so intensiv auf mich gerichtet, dass ich das Gefühl hatte, er würde mir ein Loch in den Kopf brennen. Mit zitternden Händen zog ich mein Handy aus der Tasche und wählte Frederikas Nummer. Nach zweimal Klingeln nahm sie ab. Hey Jake! Hi Frederika, antwortete ich, im düsteren Ton, im völligen Kontrast zu ihrem. Ist alles in Ordnung, Jake? Sie spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. Natürlich spürte sie das. Selbst nach so langer Zeit wusste sie besser, wie es mir ging, als ich selbst. Jake, bist du noch da? Fragte sie, als ich nicht antwortete. Maria starrte mich weiter unaufhörlich an, tippte langsam wieder mit den Fingernägeln auf dem Tisch. Wir können keine Freunde mehr sein, Frederika, sagte ich so schnell wie möglich, weil mir die Worte unangenehm waren. Was? Jake, ich verstehe das nicht. Ruf mich nie wieder an, sagte ich und legte auf, bevor sie antworten konnte. Ich legte das Handy in meinen Schoß und starrte es an, als es erneut klingelte. Frederikas Name stand auf dem Display. Blockiere sie. Sagte Maria scharf, während sie mich weiterhin mit ihrem durchdringenden Blick fixierte. Ihre Lippen pressten sich zu einem schmalen Strich. Ich lehnte Frederikas Anruf ab und tat, was Maria verlangte. Ich blockierte sie auch in allen sozialen Netzwerken. Als ich fertig war, legte ich mein Handy vorsichtig auf den Tisch und sah Maria in die Augen. Ihr Ausdruck hatte sich völlig verändert, von wütend zu mitfühlend. Sie schaute mich an, als ob sie Mitleid mit mir hätte, legte erneut ihre Hand auf meine und sagte, Ich weiß, das war schwer, Baby, aber es war das einzig Richtige. Du brauchst niemand anderen in deinem Leben, nur mich. Ich werde dich glücklich machen, das verspreche ich. Sie drückte meine Hand fester und ich erwiderte es, mit einem gezwungenen Lächeln. Einen Moment später zog sie ihre Hand zurück, lehnte sich in ihren Stuhl zurück und sagte, Jetzt, wo wir diesen Abschaum aus dem Weg geräumt haben, möchte ich über etwas Ernstes sprechen. Ihr Gesicht hellte sich auf mit einem breiten Grinsen, als sie fröhlich sagte, Jakey, ich denke, ich sollte bei dir einziehen. Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber ich wusste ehrlich nicht, ob ich widersprechen, eine Ausrede erfinden oder zustimmen sollte. Was denkst du? Fragte sie, während sie erneut aus ihrer Tasse trank. Also, ich weiß nicht. Vielleicht ist es im Moment keine so gute Idee. Ich meine, ich habe keinen Job und wenn der Vermieter sieht, was du mit der Wohnung gemacht hast. Ich dachte, du würdest dich freuen, wenn wir zusammenleben. Würde ich auch. Also tue ich.
sagte ich unbeholfen. Gut, dann ist es beschlossen. Ich bringe meine Sachen morgen mit. Sie trank noch einen Schluck Kaffee. Und bitte versuch, die Wohnung aufzuräumen. Beim letzten Mal war es ein einziges Chaos und ich will nicht mit einem Putzlappen begrüßt werden. Ich lächelte, während ich mir vorstellte, wie ich hier immer und immer wieder eine reinhaue, Ich freue mich so, Jakey. rief Maria begeistert. Und wie erwartet, Maria war am nächsten Tag da. Ich hatte angefangen aufzuräumen, aber sie war trotzdem nicht zufrieden. Die Wohnung sei immer noch ein Chaos, auch wenn ich den Großteil bereits erledigt hatte. Sie war frustriert und ließ es an mir aus, nannte mich einen unfähigen Halbmensch. Ich ignorierte ihre Bemerkung. So ein Leben würde nicht funktionieren. Ich musste einen Weg finden, das Blatt zu wenden. Dass Maria bei mir einzog, war die reinste Qual. Nicht nur, dass wir viel Zeit miteinander verbrachten, ich musste auch ständig aufpassen, meinen Laptop nicht offen zu lassen, weil ich sicher war, dass sie daran schnüffeln würde. Mit ihr zusammenzuwohnen war völlig unvorhersehbar. Manchmal kam sie gut gelaunt nach Hause und überschüttete mich mit Liebe und Zuwendung. An anderen Tagen war sie gereizt, schimpfte und schrie wegen jeder Kleinigkeit. So sehr ich jeden Kontakt mit ihr hasste, die liebevolle Variante war mir immer noch lieber. Das Einzige, was daran gut war, war der Sex. Ich war viel gröber als sonst. Und auch wenn das half, meine mentale wie sexuelle Frustration abzubauen, war es immer noch besser, dass Maria es ebenfalls genoss. So merkte sie nicht, dass es mein Ventil für Wut war. Oder vielleicht merkte sie es und es war ihr egal. Wie dem auch sei. In den ersten Tagen nach ihrem Einzug hatte ich kaum Zeit, alleine zu sein und nachzudenken. Aber je mehr sie mich seelisch auslaugte, desto häufiger dachte ich darüber nach, wie ich dem Ganzen ein Ende setzen könnte. Eines Tages gingen wir ins Kino und beschlossen danach noch etwas essen zu gehen. Während ich Tickets und Popcorn kaufte, saß Maria hinten an einem Tisch und trank eine Cola. Jake? Bist du das? Fragte die junge Frau, die dort arbeitete. Ich erkannte sie sofort. Es war Helena, eine ehemalige Klassenkameradin aus der Oberstufe. Helena, hi, schön dich zu sehen, sagte ich mit einem Lächeln. Ich wusste gar nicht, dass du wieder in der Stadt bist, Ja, ich arbeite gerade zwischen 2 Kreuzfahrten hier. Weiß schon, Übergangszeit. sagte sie lachend. Na, das klingt doch gut. Wie ist es eigentlich, auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten? Anstrengend, aber ich mag's. Und es hilft wirklich, denn meine kleine Schwester braucht Geld fürs Studium und unsere Eltern sind ja nicht mehr. Sie zuckte mit den Schultern. Das tut mir echt leid. Und bei dir? Ist das da hinten deine Freundin? Sie warf Maria einen Blick zu und lächelte. Ja, sagte ich und versuchte, keine Diskussion über meine durchgedrehte Freundin aufkommen zu lassen. Hey, ich würde echt gern noch quatschen, aber hier warten noch andere. Wie wär's, wenn wir uns bald mal auf einen Kaffee treffen? Fragte sie. Ich nickte, nahm mein Popcorn und ging zurück. Dabei bemerkte ich, wie Maria mich mit ernstem Blick beobachtete, Du hast dir aber ganz schön Zeit gelassen mit dem Mädchen. sagte sie. Das ist Helena. Wir waren zusammen auf der Schule, antwortete ich. Sie arbeitet auf einem Kreuzfahrtschiff als Kellnerin, macht aber gerade Pause, Klingt langweilig. sagte Maria, während sie auf ihr Handy starrte. Ja, aber es ist gut bezahlt. Sie will das Studium ihrer Schwester finanzieren. Ist mir egal. Können wir jetzt den Film schauen? Ich spürte Marias Aggression. Sie war selten subtil, wenn sie wütend wurde. Ich wusste, dass wir später deswegen ein Problem bekommen würden. Und wenig überraschend, während wir im Restaurant zu Abend aßen und sie seit über einer Stunde geschwiegen hatte, sprach sie schließlich. Jakey, liebst du mich? Natürlich liebe ich dich, Maria, sagte ich und griff über den Tisch, um ihre Hand zu nehmen. Und hast du vor, mir in irgendeiner Weise weh zu tun? Fragte sie und ignorierte meine Hand. Ich zog meine Hand zurück und runzelte die Stirn. Was? Nein. Warum sagst du sowas? Gut, denn weißt du, wenn mir jemals etwas zustoßen würde, wäre das eine schlechte Sache. Für dich, meine ich. Und der Gedanke, dass dir etwas passiert, ist unerträglich für mich, Baby. Ich tat so, als würde ich mich auf das Essen auf meinem Teller konzentrieren, während ich mein Steak schnitt. Ich antwortete nicht. Und wir verbrachten den Rest des Abends schweigend. Die ganze Nacht über
hatte ich ein schreckliches Bauchgefühl, das ich am nächsten Morgen, als Maria zur Arbeit ging, nicht los wurde. Ich konnte nicht genau sagen, warum. Es nagte einfach an mir, warnte mich vor etwas. Maria kam an diesem Tag später als sonst nach Hause und war überraschend gut gelaunt. Ich bemühte mich, den Rest des Abends auf ihrer guten Seite zu bleiben. Am nächsten Morgen musste ich fast mein Frühstück erbrechen, als ich die Nachrichten las. Kinomitarbeiterin tot aufgefunden. Auf dem Titelbild war ein Foto von Helena. Auch wenn keine Details preisgegeben wurden, hieß es im Artikel, dass Helena tot in ihrer Nähe der Wohnung aufgefunden wurde und die Polizei nach dem Täter fahndet. Mein erster Gedanke war, es war Maria. Wer sonst? Aber war sie wirklich zu so etwas fähig? Ging ihre Eifersucht tatsächlich so weit, dass sie jeden tötete, der auch nur ein belangloses Gespräch mit mir führte? Selbst eine alte Schulfreundin? Mir traten Tränen in die Augen, als ich an Helenas kleine Schwester dachte, die nun nicht nur ohne Eltern, sondern auch ohne ihre Schwester war. Der Einsatz war jetzt endgültig gestiegen und ich musste mein eigenes Spiel auf ein neues Level bringen, wenn ich auch nur den Hauch einer Chance haben wollte, aus dieser Hölle von einer Beziehung zu entkommen. Ich verbrachte die folgenden Tage in Cafés, tat so, als würde ich nach einem Job suchen, während ich in Wirklichkeit versuchte, einen Plan zu schmieden, um Maria loszuwerden. Sie war offensichtlich klug und plante alles Schritt für Schritt durch. Mir war klar, der einzige Weg, irgendwie mithalten zu können, war, ihr eigenes Spiel mitzuspielen. Aber wie sollte ich das schaffen? Ich hatte nicht den Verstand eines Psychopathen, wusste nicht mal, wo ich anfangen sollte, sie in eine Falle zu locken. Das Einzige, was ich tun konnte, war Zeit gewinnen und ihr Vertrauen stärken, bis sie sich in Sicherheit wog. Aber was dann? Ich könnte versuchen, ein Geständnis von ihr aufzunehmen, aber so ein Mitschnitt würde vor Gericht wenig bewirken. Nicht gegen ihre möglicherweise vorhandenen DNA-Beweise oder was auch immer sie noch in der Hinterhand hatte. Ich verbrachte täglich Stunden mit Planung und kam zu keinem Ergebnis. Also ging ich nach Hause und versank in Selbstmitleid. An einem Tag kam ich früher aus dem Café zurück, gegen 14 Uhr. Maria war noch nicht da. Normalerweise kam sie erst gegen 16 Uhr. Ich wollte gerade das Mittagessen machen, als es an der Tür klingelte. Ich öffnete und meine Augen weiteten sich, als ich sah, wer davor stand. Hi, Jake. Sagte Frederika mit einem schüchternen Lächeln. Frederika, was machst du hier? Ich habe dir gesagt, dass du keinen Kontakt mehr zu mir haben sollst. Jake, du musst mit mir reden. Was ist hier los? Hör zu, du musst sofort gehen, drängte ich. Jake, wir kennen uns lange genug, um zu wissen, wann du in ernsten Schwierigkeiten steckst. Ich gehe nicht, bevor du mir sagst, was los ist. Ich zögerte einen Moment aus Angst, Maria könnte irgendwo in der Nähe lauern. Schließlich deutete ich ihr, hereinzukommen. Sie folgte mir ins Wohnzimmer, blieb in der Mitte stehen und drehte sich mit einem vorwurfsvollen Blick zu mir um. Na, was ist los? Fragte sie. Ich seufzte, schaute zu Boden und schüttelte den Kopf. Ich kann wirklich nicht darüber sprechen, Hey, sieh mich an! sagte sie und trat näher, legte ihre Hand an meine Wange. Die Geste widerte mich an. Sie erinnerte mich schmerzhaft an etwas, das Maria tun würde. Wir kennen uns seit Jahren. Wir haben gemeinsam die Hölle durchlebt. Was auch immer das hier ist, ich helfe dir. Ich verspreche es. Ich seufzte erneut und sah ihr in die Augen. Ich musste es jemandem erzählen. Ich hatte es viel zu lange in mir angestaut. Es ist Maria, sagte ich. Was ist mit ihr? Fragte sie und trat einen Schritt zurück mit fragendem Blick. Sie hat Beweise gegen mich für Verbrechen, die ich nie begangen habe. Ich meine, verdammt, sie hat mich sogar mal wegen Drogenbesitzes verhaften lassen, obwohl ich unschuldig war. Das Mädchen ist krank, Jesus, sagte Frederika und starrte mich mit großen Augen an. Ich muss alles tun, was sie sagt, zuckte ich die Schultern. Jake, wir können das nicht einfach so hinnehmen. Wir müssen einen Weg finden, sie... Begann Frederika, doch ihre Augen weiteten sich noch mehr, als sie an mir vorbei nach hinten sah. Einen Weg finden? Wofür? Hörte ich eine weibliche Stimme hinter mir. Ich drehte mich um und da stand Maria. Ihr Gesicht trug ein unheimliches Grinsen, das sich von einem Ohr zum anderen zog. Sie starrte Frederika direkt an. Ihre Schultern waren angespannt. Jakey,
Was macht sie hier? Fragte Maria durch ihr Grinsen. Dann wandte sie ihren Blick zu mir. Maria, ich kann das erklären. Frederik hat nichts damit zu tun, sagte ich, meine Hand im Stoppzeichen erhoben. Maria, Baby, lass uns einfach ruhig bleiben, ja? Ich stellte mich schützend vor Frederika. Maria machte einen bedrohlichen Schritt nach vorn. Noch immer dieses wahnsinnige Grinsen im Gesicht. Dann wurde aus einem Schritt ein Gang. Ich habe dir gesagt, dass du den Kontakt zu ihr abbrechen sollst, Jake. Hey, Jake und ich gehen jetzt. Sagte Frederika, stellte sich neben mich. Und wir rufen die Polizei. Maria hob das Messer und stürmte mit einem Schrei auf Frederika zu. Sie warf sich auf sie, stieß den Couchtisch und die Dekoration um. Maria, hör auf! Ich sprang vor, packte sie von hinten. Sie schwang das Messer und schnitt mir in den Unterarm. Ich zog mich vor Schmerz zurück. Dabei stolperte ich, fiel und schlug mit dem Kopf gegen die Wand. Meine Sicht verschwamm. Ich kämpfte, um mich zu orientieren. Durch mein verschwommenes Blickfeld sah ich, wie Maria und Frederika miteinander rangen. Beide schrien. Dann plötzlich Stille. Frederika schnappte laut nach Luft vor Entsetzen und ich erkannte langsam, dass das Messer ihren Brustkorb getroffen hatte. Ich habe dir gesagt, du sollst ihn in Ruhe lassen. Er gehört mir. Mir. Mit jedem Satz rammte Maria das Messer erneut in Frederikas Bauch. Jedes Mal spritzte Blut durch die Luft. »Maria, nein!« schrie ich, rappelte mich langsam auf, versuchte aufzustehen, verlor aber das Gleichgewicht. Frederika versuchte verzweifelt, Maria abzuwehren, doch mit jedem Stich wurde sie schwächer. In wenigen Sekunden gab sie den Widerstand auf. Ihre Arme fielen leblos neben ihren Körper. Ihr Kopf wandte sich zu mir. Ihre Augen starrten leer, während ihr Blut aus dem Mund lief. Doch Maria hörte nicht auf. Sie stach weiter und weiter, während sie schrie. Der leblose Körper zuckte bei jedem weiteren Stich. Ich warf mich auf Maria und riss sie von Frederika weg. Sie schrie hysterisch, forderte mich auf, sie loszulassen, damit sie die Hure zu Ende bringen könnte. »Hör auf! Hör verdammt noch mal auf!« schrie ich, und plötzlich schien sie aus ihrer Raserei zu erwachen. Sie hörte auf zu kämpfen und starrte mich an, keuchend. Ich nahm mir das Messer aus der zitternden Hand und trat zurück. Als ich zu Frederika blickte, wurde mir übel. Es war schlimmer als erwartet. Sie hatte so viele Stichwunden, dass man sie nicht zählen konnte. Einige sogar im Hals. Eine Riesenblutlache hatte sich um ihren Körper gebildet. Ich riss mir verzweifelt die Haare, von Panik übermannt. »Oh Gott, oh nein, oh Gott«, sagte ich immer wieder. »Sieh dir an, was du getan hast, Jake«, sagte Maria ruhig. Ich drehte mich zu ihr um. Sie war von Kopf bis Fuß mit Blut bedeckt. Ihr Blick war bedrohlich, als sie mich direkt ansah. »Sieh, was deine Selbstsucht deiner Freundin angetan hat. Das ist deine Schuld. Warum hast du mich dazu gebracht, das zu tun, Jake? Warum?« Sie wurde wieder hysterisch. Der Wahnsinn wich purer Verzweiflung, als sie zu weinen begann. »Wir müssen zur Polizei gehen«, sagte ich keuchend. »Deine Fingerabdrücke sind auf dem Messer und du bist voller Blut, Jake. Wenn du jetzt gehst, gibt es genug Beweise, um dich lebenslang zu verurteilen. Marihuana-Besitz, dann Bruch deiner einstweiligen Verfügung, Vergewaltigung von mir und jetzt den Mord an deinem Freund. Denkst du wirklich, es ist eine gute Idee, zur Polizei zu gehen, du verdammter Idiot, hä?« Ich sah noch einmal auf das Messer, dann auf Frederikas leblosen Körper. Tränen stiegen mir in die Augen bei dem Anblick, wie mein bester Freund in einem Moment einfach weg war. »Na, Jake, wenn du willst, rufe ich die Polizei. Ich kann so tun, als würde ich weinen.« Sie vergrub ihr Gesicht in den Händen und sagte schluchzend: »Es war furchtbar, Officer. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten, aber er hat mich weggestoßen und einfach weiter und weiter und weiter gestochen. Er hat mich schon früher geschlagen und ich hatte zu viel Angst zu gehen, weil ich nicht wusste, wozu er fähig ist.« Sie schluchzte heftig, bevor sie aufhörte und mich mit einem zufriedenen Grinsen ansah. »Und? Was willst du tun, Jakey?« Ich schloss die Augen und ließ das Messer fallen. Der Rest des Tages war ein Schleier.
Maria und ich verbrachten viel Zeit damit, die Wohnung zu putzen, bis sie scheinbar makellos war. Irgendwann verließ ich das Wohnzimmer, um mir die Hände zu waschen. Als ich zurückkam, war das Messer verschwunden. Es war töricht von mir, es bei ihr zu lassen, denn nun hatte sie noch mehr Beweise gegen mich. Was Friederike anging, kümmerte sich Maria um sie. Sie trug die Leiche ins Badezimmer und holte eine Bügelsäge. Nach gefühlt stundenlangen qualvollen Sägen und Knacken verließ Maria die Wohnung mit mehreren vollen Müllsäcken und war stundenlang weg. Ich lief inzwischen auf Autopilot und beseitigte den Rest des Chaos. Als Maria zurückkam, umarmte sie mich und sagte: Alles wird gut, Jackie. Wir schaffen das. Wir brauchen nur einander. Warum setzt du dich nicht und entspannst dich? Ich gehorchte und ließ mich erschöpft aufs Sofa sinken, körperlich und geistig ausgelaugt. Ich warf den Kopf nach hinten und schloss die Augen, während Maria neben mir auf dem Boden saß und sanft meine Hand streichelte. Ich war so müde. Ich weiß, dass du mich nicht verletzen wolltest, Jackie. Ich weiß, dass du mich liebst. Aber ich muss dich trotzdem bestrafen. Ich spürte einen unvorstellbaren, scharfen, brennenden Schmerz in meiner Hand und schrie auf, öffnete sofort die Augen und riss mich von Maria los. Was ich sah, ließ mich noch lauter schreien. Weniger vor Schmerz, mehr vor Angst. Mein kleiner Finger an der linken Hand fehlte. Blut lief aus dem Stumpf. Ich sah Maria an, die meinen blutigen Finger in einer Hand hielt und in der anderen eine blutbefleckte Küchenschere. Ich stand auf, hielt meine Hand. Der Schmerz begann es jetzt richtig durchzuschlagen. »Was hast du getan?« schrie ich und machte einen Schritt zurück. Jake, beweg dich nicht, sonst gibt es wieder Blut überall und wir haben gerade erst geputzt. »Ruf einen Krankenwagen!« Ich war jetzt völlig in Panik, doch Maria wirkte völlig ungerührt. Du wusstest, dass das passieren würde. Ich habe dir gesagt, du sollst den Kontakt zu Friederike abbrechen, aber du hast nicht gehört. »Wir müssen einen Krankenwagen rufen«, keuchte ich, schon bis zum Ellenbogen mit Blut bedeckt. »Vielleicht können wir ihn noch annähen.« Maria schien noch wütender zu werden, aber einen Moment später zuckte sie mit den Schultern und sagte: Okay, Jake, du hast recht. Vielleicht können sie ihn annähen. Geh und bring ihn hin. Sie öffnete das Fenster und warf meinen Finger hinaus. Zu meinem Entsetzen. Sie setzte sich aufs Sofa und zog ihr Handy aus der Tasche, als wäre nichts passiert. Also nutzte ich die Gelegenheit und rannte raus, um meinen Finger zu suchen. Nach einer Stunde erfolglosen Suchens wurde mir schwindelig und ich entschied mich, ins Krankenhaus zu gehen. Während ich von den Ärzten behandelt wurde, wandelte sich meine Verzweiflung in kochende Wut. Ich war außer mir vor Zorn und wollte Rache. Für Friederike, für Helena, für meinen Finger. Wenn Maria eine Schwäche hatte, die man gegen sie einsetzen konnte, dann war es ihr aufbrausendes Temperament. Ich musste das zu meinem Vorteil nutzen und eine Idee begann klar in meinem Kopf zu entstehen. Wir waren zu Hause und aßen zu Abend. Ich hantierte unbeholfen mit meiner Gabel und versuchte, sie mit meiner verstümmelten Hand ruhig zu halten. Sich daran zu gewöhnen, ohne kleinen Finger zu leben, mag nicht so schlimm klingen, aber es beeinflusst dein Leben mehr, als man denkt. Ganz zu schweigen davon, dass dein Griff viel schwächer wird ohne diesen Finger. Ich durchlebte täglich depressive Phasen, aber ich konzentrierte mich auf eines: Maria zu zerstören. Das gab mir Kraft und Motivation weiterzuleben, bis sie entweder tot oder im Gefängnis war. Und wie auch immer, es würde heute Nacht passieren. Also, ich habe dir etwas zu sagen. Oh ja? Was denn? Fragte ich und starrte auf meinen Teller. Sie legte Messer und Gabel weg und atmete tief ein. Sie sagte: Ich weiß, du bist wahrscheinlich nicht bereit dafür, aber, Aber was? Fragte ich ungeduldig. Mein erster Gedanke war, sie würde verlangen, dass wir heiraten. Ich glaube, ich bin schwanger, Sagte sie und wartete auf meine Reaktion. Ich schluckte, versuchte keine Besorgnis zu zeigen. Sie verarschte mich, da war ich mir sicher. Hat sie gespürt, was ich vorhatte? Ich durfte ihr nicht erlauben, in meinem Kopf zu spielen. Na, das ist ja schade, sagte ich und nahm einen weiteren Bissen,
als hätte sie gerade etwas Banales erzählt. Ich sah sie an und ihre neugierige Miene wurde zu einem Stirnrunzeln. Wie bitte? Fragte sie mit erhobener Stimme. Ja, schade, denn ich habe dir auch etwas zu sagen. Ich lag das Besteck hin und sah ihr in die Augen. Ich habe eine Frau kennengelernt. Sie sprang auf, stieß dem Stuhl um, auf dem sie saß, und schrie. Was? Wer ist sie? Maria, beruhig dich. Hysterie hilft dir nicht. Wie soll ich mich beruhigen? Sag mir den Namen der Frau, damit ich sie töten kann. Du meinst so, wie du Frederika getötet hast? Und Helena? Ich hob mein Besteck auf und nahm einen weiteren Bissen. Du denkst, ich wusste nichts davon? Du hast eine unschuldige Frau umgebracht, nur weil sie mit mir gesprochen hat, während ich Popcorn kaufte. Sie hat gearbeitet, um ihre kleine Schwester aufs College zu schicken. Du mörderisches Miststück. Ich hob meine Stimme beim letzten Satz. Die Wut überkam mich erneut. Maria sah mich mit großen Augen an, bevor sie widersprach. Sie haben es verdient zu sterben. Und jede Frau, die dir nahe kommt, wird sterben. Du gehörst mir, Jake. Mir. Ich weiß. Deshalb bin ich in der Nacht, in der du Frederika getötet hast, zur Polizei gegangen. Ihre Augen wurden noch größer, doch ich fuhr fort. Ich habe ihnen alles erzählt, wie du mich mit falschen Vergewaltigungsvorwürfen erpresst hast, wie du Frederika und wahrscheinlich Helena getötet hast, wie du mir den Finger abgeschnitten hast. Sie hören uns gerade zu. Ich öffnete meinen Mund und zeigte die Kabel, die die Polizisten an mir befestigt hatten. Die Tür flog mit einem lauten Knall auf. Bewaffnete Polizisten stürmten herein. Legt euch auf den Boden und die Hände hinter den Kopf, rief einer der Polizisten, doch Maria ignorierte sie. Sie rannte direkt auf mich zu und als sie mich stechen wollte, sprang ich zu Boden, bedeckte meinen Kopf und eine Serie lauter Schüsse erfüllte die Luft mit ohrenbetäubendem Lärm. Feuer einstellen! Rief einer der Beamten und ich wagte es aufzublicken. Maria lag neben mir am Boden, seitlich ausgestreckt, von Kugeln durchsiebt. Ihre Augen waren weit aufgerissen, der Mund offen und Blut tropfte heraus. Hast versprochen, brachte sie kaum hervor, bevor sie einen letzten Atemzug tat und vollständig regungslos wurde. Hey, geht's dir gut? Die Polizisten halfen mir auf und der Rest der Nacht verlief in einem Nebel aus Verhören im Polizeirevier. In der Nacht, als ich zur Wache ging, erzählte ich ihnen alles. Und obwohl ich anfangs der Verdächtige war, wollten sie 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also stimmte ich zu, mit ihnen zusammenzuarbeiten und Maria zu überführen. Sie versahen mich mit Abhörgeräten und überwachten mich in den folgenden Tagen genau. Die Polizisten erhielten genug Beweise aus den Aufnahmen, um alles zu bestätigen, was ich gesagt hatte, und ließen mich frei. Die Autopsie an Maria ergab, dass sie tatsächlich schwanger war. Aber Mitleid mit diesem verdammten Baby empfand ich nicht. Eine Zeit lang erwartete ich, dass Beweise auftauchen würden, die mich, wie Maria geschworen hatte, der Vergewaltigung beschuldigen. Aber das geschah nie, sodass ich zum Schluss kam, dass sie die ganze Zeit wahrscheinlich nur bluffte. Bis heute leide ich an PTSD und wache oft auf, sehe Maria mit dem Messer oder Küchenschere über meinem Bett stehen. Ich habe auch aufgehört zu daten und ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wieder damit anfangen kann. Mit der immensen Schuld, die ich wegen Frederika und Helena empfand, griff ich zur Flasche und hörte komplett auf, nach einem Job zu suchen. Eines steht fest: Maria ist weg, aber ich werde nie wieder derselbe sein.